Sascha ist nicht in seinem Zimmer. Hast du echt toll hingekriegt. Morgen. Ich hatte meine Gründe, ihn rauszuschmeißen. Ach ja? Welche Gründe hattest du denn? Das hier ist eine WG und kein Sexhotel. Olli, jetzt reagier bitte nicht gereizt. Aber ich glaube, Was glaubst du? du hast das gemacht, weil du eifersüchtig bist. Das glaube ich nämlich auch. Und das ist total unfair. Hey! Was machst denn du hier? Was ist denn passiert? Die ganze Nacht durchgemacht? Darf ich mich mal kurz auf dein Bett setzen? Hey. Rausgeworfen. Danke. Die falsche Frau angegraben? Jetzt. Olli hat mich rausgeworfen. Aus dem No Limits. Ja, aus der WG. Wieso hast du seinen Joghurt weggegessen? Ne? Nee, ich habe eine Frau mit nach Hause gebracht. Oh, und das ist jetzt neuerdings verboten. Das ist kompliziert. Andi, bitte, das ist eine Sache zwischen Sascha und mir. Halt dich da raus. Wieso soll ich mich da raushalten? Ich wohne auch hier. Und du schmeißt einen Kumpel raus, weil er nicht dasselbe von dir will, wie du von ihm. Was ist denn das bitte für eine Logik? Du verliebst dich nicht in mich, also bist du jetzt obdachlos. Okay, ich war vielleicht eifersüchtig. Ich hab's nicht ertragen, dass er diese blöde Tussi hier angeschleppt hat. Ich hab überreagiert. Ihr habt ja recht. Dann bieg das mal wieder hin. Sascha hat dir nie irgendwelche Anzeichen gemacht, dass er was von dir will. Er war immer total klar und straight. Ach ja? Warum hatten wir dann Sex? Was? Ja, wir hatten Sex. Und jetzt schleppt er hier diese Tussi an und stimmt die ganze Bude zusammen, nur um mir zu beweisen, wie unglaublich heterosexuell er ist. Das wusste ich nicht. Jetzt weißt du's. Mann. Ja, jetzt wird's kompliziert. Hey, Hi. Was? Willst du jetzt auch noch meine Modelbeziehungen spielen lassen, dass ich meinen Job hier verliere? ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich hoffe, du musstest gestern nicht auf einer Parkbank übernachten. Ich? Nee. Ich kenne genug Damen, die ihr Lager mit mir teilen wollen. Sascha, können wir den Scheiß lassen und einfach ganz normal miteinander reden? Schieß los. Es stimmt, ich habe überreagiert, weil ich eifersüchtig war. Habe ich mitbekommen. Jetzt will ich dich bitten, dass du zurückkommst. Vergiss diesen blöden Rauswurf, okay? Wie stellst du dir das vor? Du und ich, Tür an Tür in derselben Wohnung. Und du, der nicht checkt, dass ich nichts von dir will. Das habe ich gecheckt. Ich glaube nicht, dass du mit umgehen kannst. Bei der nächsten Gelegenheit rastest du völlig aus. Was soll das heißen? Du kommst nicht zurück? Wie gesagt, ich kenne genug Damen, die ihr Lager mit mir teilen wollen und die nicht so zicken. Ja, hier ist ja ganz schön was los. Ja, nee. Was machst denn du hier? Hat Olli dich geschickt, mich zuzutexten, dass ich zurück in die WG kommen soll? Nö, dafür brauche ich keinen Auftrag. Ich find's selber blöd, dass die WG auseinanderbricht. Wir sind doch sowas wie eine Familie. Ja, wenn der Olli die Regeln macht. Ohne mich. Der Typ ist durchgeknallt. Tja, habe ich auch erst gedacht, bis ich erfahren habe, dass zwischen euch was gelaufen ist. Hat er dir das gesagt? Ja, und das wirft jetzt irgendwie ein anderes Licht auf die Dinge. Tut es das? Mann, Sascha, wir wissen doch alle, dass Olli nicht verknallt ist. Meinst du, macht die Sache besser, wenn du mit ihm in der Kiste landest? Nein, deswegen war die Sache ja auch ein Riesenfehler. Der aber passiert ist. Kann ja sein, dass dir das alles egal ist, aber für Olli ist sowas eine große Sache. Der sagt, dass mir die ganze Sache nichts bedeutet hat. Glaubst du wirklich, ich wäre mit Olli ins Bett gestiegen, wenn er mir egal wäre? Warum denn 350? Das muss hier doch irgendwo stehen. Leni, machst du mir bitte auch einen Kaffee? Dauert einen Moment, die Bohnen sind alle. Das sind noch welche. Wo denn? Da neben der Mühle. Hier, Sorry. Ich hol schnell. Danke.
Das habe ich schön verbockt. Willst du mir jetzt damit sagen, dass du in Olli verknallt bist? Was? Mann, Olli ist mein Freund und wer steigt schon mit seinem besten Freund ins Bett? Hm? Ich habe mir die ganze Sache auch nicht zugetraut, aber es ist passiert und es hat mich auch durcheinander gebracht. Aber du hättest schon wissen müssen, dass es Olli verletzt, wenn du eine Frau in die WG abschleppst. Mann, das wusste ich doch. Und was sollte das dann? Wolltest du dir oder Olli beweisen, dass du nicht schwul bist? Ja, sowas in der Art. Das ist echt scheiße. Ja, das ist es. Hier bist du. Was machst du? Ich übernehme Saschas Putzdienst. Okay, also er kommt wirklich nicht zurück, ja? Sieht so aus. Olli hat den Bogen einfach überspannt. Ja, aber hat nicht alles auch irgendwie immer zwei Seiten? Sascha hat den Streit doch auch provoziert. Wie meinst du das? Naja, dass er mit Olli in der Kiste war, das hat, glaube ich, sein Ego ein bisschen angeknackst. Komm, hat jetzt Macho Sascha irgendwie Angst, schwul zu sein, oder was? Ja, irgendwie so. Zumindest hat er zugegeben, dass ihm die ganze Nummer ganz schön nahe ging. Aber ist ja auch irgendwie klar. Olli ist sein bester Kumpel. Sascha leidet wie ein Hund. Aber er traut sich nicht, ihm das zu sagen. Stattdessen macht er lieber einen auf Superhete, um Olli zu beweisen, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Ja, ich glaube, er ist wirklich sehr durch den Wind. Ja, der ist total durcheinander. Aber ist ja auch klar. Er weiß nicht, wie er das auf die Reihe kriegen soll. Ich meine, Olli ist sein bester Freund und er war mit ihm im Bett. Irgendwie rührt mich das. Aber Bella, die Sache ist top secret. Kein Wort zu Olli, klar? Ja, die müssen das selber auf die Reihe kriegen. Ein Espresso für meine Lieblingsschwester. Du hast ja so gute Laune. Darf man nicht einfach mal grundlos gut gelaunt sein? Auch sehr gern sogar. Das ist schön. Guck mal, wer da kommt. Sascha. Hi. Können wir kurz unter vier Augen reden? Klar. Leni, ich bin gleich wieder da. Also, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin gerne bereit, eine Entschuldigung anzunehmen und wieder zurück in die WG zu kommen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Naja, so ein täglicher Matratzenwechsel ist halt auch nicht die Bombe. Ich brauche die WG und ich brauche meine Privatsphäre. Ja, dann willkommen zurück. Unter einer Bedingung. Da wäre? Wenn ich mal eine Frau abschleppe, dann ist es nicht dein Bier. Das muss drin sein. Sag mal, wen versuchst du hier eigentlich zu verarschen? Mich oder dich selbst? Wovon redest du? Mann, Sascha, wir wissen beide, dass der Sex mit mir dir auch was bedeutet hat. Warum gibst du das nicht einfach zu? Jetzt geht das schon wieder los. Ja, aber was ist denn daran so schwer, das einfach zuzugeben? Alter, du bist wahnsinnig. Du bist sowas von verrückt nach mir. Das ist krank. Nee, krank ist es, hier jeden Tag eine andere Frau anzuschleppen, um mir zu zeigen, dass das uns nichts werden wird. Das hier war ein Fehler. Glaube ich auch. Gut, dann sind wir uns einig. Ich bin weg. Gut. Musstest du ihn so auflaufen lassen? Er hat doch schon wieder voll die Macho-Show abgezogen. Es war eine goldene Brücke. Du hättest ihn einfach drüber gehen lassen können. Wenn er auch was für mich empfindet, warum kann er das nicht einfach zugeben? Und so einfach ist es nicht. Für mich ist das neu. Kapierst du das nicht? Doch. Aber es ist komplett lächerlich, irgendwelche Bedingungen an deine Rückkehr zu knüpfen. Wie hätte ich ihm sonst sagen sollen, dass ich nichts von ihm will? Er muss mir doch nicht extra wehtun, damit ich kapiere, dass er nicht in mich verliebt ist. Mann, ich war mit meinem besten Freund im Bett und das hat mir gefallen. Aber das Problem ist, ich will ihn nicht als meinen besten Freund verlieren, aber er lässt es nicht zu, weil er mehr will. Warum sagst du ihm nicht einfach mal, was du willst? Der verhält sich sowas von widersprüchlich. Ich habe doch akzeptiert, dass er nicht mehr von mir will. Und jetzt führt er sich auf, als will er doch mehr. Ich meine einfach nur, dass du ehrlich zu ihm sein sollst. Sonst zerstört ihr am Ende noch alles, was euch verbindet. Ja, vielleicht ist ja schon alles kaputt. Ja, vielleicht musste das so kommen. Boah, euch ist echt nicht mehr zu helfen. Warum hast du uns beobachtet, Jens und mich? Ich habe sowas noch nie gesehen in live. Das hatte ich angemacht. Vielleicht. Es war schön. Unglaublich schön. Aber ich glaube nichts von Dauer. Erstens
stehe ich mehr auf Frauen und zweitens will ich nicht, dass wir uns da was vormachen. Du bist mein bester Freund und das ist mir unheimlich wichtig. Und ich will nicht, dass wir das durch Sex kaputt machen. Ich lebe ganz schön gefährlich. Erst Gringo und dann noch dein Mann. Puh. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Du willst die Wahrheit? Klar. Okay. Hier kommt die Wahrheit. Ja, du und ich. Es war gut. Und ja, es hat mich aus der Bahn geworfen. Nicht nur, weil ich mir überlege, wie schwul ich vielleicht wirklich bin, sondern weil es mit dir war. Weil ich dich mag und weil du mein bester Freund bist und... Sascha, Nein, jetzt lass mich das sagen, bitte. Ich habe geahnt, dass wir damit unsere Freundschaft zerstören. Und nichts, was wir sagen, kann das wieder rückgängig machen. Und da wurde ich sauer. Weil ich mich gefragt habe, warum musstest du dich in mich verlieben? Warum kann ich einfach alles so wie davor sein? Und ich war so sauer, dass ich diese Frau abgeschleppt habe, um dir zu beweisen, dass du mir nichts bedeutest. Das war Schwachsinn. Du bedeutest mir so unheimlich viel. Ich will meinen Freund zurück. Ich will mit dir Spaß haben. Ich will mit dir in der WG wohnen. Ich will mit dir Kuchen backen, Mann, was weiß ich, aber ich kann mich nicht in dich verlieben. Das musst du kapieren. das habe ich kapiert. Du hast recht, ich habe gehofft. Ich habe gehofft, dass der Sex zwischen uns alles ändert und dass wir vielleicht doch eine Chance bekommen. Ich war zu feige, dir das zu sagen, aber du hast ja sowieso geahnt. Ich wollte dir nicht wehtun. Hast du aber. Ja, das war vielleicht gut so, weil so habe ich gemerkt, dass es uns nichts werde. Ich kann vielleicht nicht sofort damit aufhören, mir das zu wünschen, aber ich krieg das hier nicht. Schaff das. Okay. Komm einfach wieder zurück, okay? Okay. Ich habe schon gedacht, die kapieren das nie. So oder so. Ich gebe einen aus.